Hi, ich bin Buki, ich bin Designerin aus Berlin und erzähle euch heute was über Flieseline und Einlagen. Einlagen sind Materialien, die man benutzt, um Stoffe zu verstärken. Und da gibt es verschiedene. Es gibt Gewebeeinlagen, es gibt Fließeinlagen und lose Einlagen und in verschiedenen Dicken, die man letztendlich je nach Stoff verwendet. Ich habe hier 3 verschiedene Formen von Gewebeeinlagen und verschiedene Stoffqualitäten. Ich fange mal an mit einer dünnen Baumwolle. Wichtig beim Einlageaufbügeln ist, dass der Stoff, der Oberstoff, mit der linken Stoffseite nach oben schaut und dann nimmst du die Einlage, das ist hier zum Beispiel eine sehr dünne, die ist fast transparent. Und die kommt dann mit einer Klebeseite, also es gibt letztendlich so eine Seite, die so ein bisschen rausig anfühlt. Und die Seite wird dann auf den Oberstoff gelegt. So. Und das wird jetzt mit dem Bügeleisen fixiert. Damit wir keine Abdrücke auf das Bügeleisen machen, nehmen wir hier wieder eine Bügelauflage. Wird draufgelegt. Dann habe ich hier wieder ein kleines Bügeleisen und presse von oben auf den Stoff drauf. Und hier ist auch wichtig zu beachten, nicht zu bügeln, sondern zu pressen, damit die Einlage nicht verrutscht, sondern einfach nur fixiert wird. Und man hält ungefähr 10 Sekunden und geht dann immer weiter. Und wichtig ist wirklich auch, komplett an den Kanten entlang zu gehen, dass es sich nicht ablöst. Dann einmal kontrollieren, ob es schon fixiert ist. Ja. Genau, dann ist es fertig und man sieht, der Stoff ist dadurch ein bisschen fester und man benutzt Einlagen hauptsächlich für Manschetten, Krägen, Belege, einfach an Stellen, wo man ein bisschen mehr Festigkeit braucht, wo mehr Belastung auf den Stoff ist, wo Knopfleisten sind. Dazu komme ich auch später nochmal, da gibt es nochmal was Spezielles. Genau, das ist jetzt einmal der dünne Stoff. Dann nehmen wir einmal einen dickeren Stoff, das ist jetzt ein dickerer Jeansstoff. Und ich habe jetzt eine dünne Auflage und was man nämlich auch machen kann ist, wenn man keine Einlage hat, die passend zu dem Material ist, dass man hier zum Beispiel sagen kann, okay, wenn ich eine dünne Auflage drauf mache, dann reicht es mir nicht aus und mache 2 Schichten drauf. Und dazu wieder den Stoff mit der linken Seite nach oben sich hinlegen, die Einlage wieder mit der Klebeseite auf die linke Stoffseite legen, die Bügelauflage drauf und mit dem Bügeleisen 10 Sekunden pro Stelle pressen und nicht bügeln. Wieder kontrollieren. Hier sieht man es noch nicht ganz fest, dann einfach nochmal rübergehen. So, jetzt ist sie fest und jetzt ist das Material schon fester. Wenn ich jetzt für mich entscheide, ich möchte noch mal eine dickere Einlage haben, dann kann ich jetzt eine zweite Lage nehmen und wieder mit der klebenden Seite drauflegen und den Vorgang wieder mit Bügel. So, und jetzt ist der Stoff sehr viel fester. Und das eignet sich zum Beispiel super, wenn man irgendwie Taschen verstärken möchte oder so. Dann habe ich hier zum Beispiel einen Jeansstoff, der in eine Richtung elastisch ist und in die andere nicht. Das heißt, hier ist der Fadenlauf in die Richtung, wo der Stoff unelastisch ist. Und es gibt auch Einlagen, wie zum Beispiel diese hier. Die ist auch in eine Richtung elastisch und in die andere nicht. Und da ist es wichtig, im selben Fadenlauf wie dem Material zuzuschneiden, damit nämlich, wenn die Einlage auf dem elastischen Stoff drauf ist, der Stoff trotzdem noch die Elastizität behält. Und dann lege ich wieder die linke Stoffseite nach oben und wieder die klebende Seite, man sieht es, hier Struktur, ein bisschen Glanz auf den Stoff.
Bügelauflage und pressen. Und wieder kontrollieren, ob sie schon fest ist. Ja. Und jetzt sehe ich zum Beispiel hier, der Stoff ist in die Fadenlaufrichtung fest, aber in die andere Richtung bleibt er elastisch trotz verstärkter Einlage. Und dann gibt es, wie gesagt, ne, die Einlage gibt es in verschiedenen Farbtönen, also meistens entweder in Schwarz oder Grautönen und Weiß. Und da ist einfach gut darauf zu achten, bei hellen Stoffen die hellere Einlage zu verwenden und bei dunkleren die dunkle. Und dann, wie gesagt, auf die Dicke achten. Ne? Wenn der Stoff dünner ist, dann eine dünnere Einlage zu verwenden, wenn er dicker ist, eine dickere. Genau, dann gibt es noch verschiedene spezielle Einlagearten, und zwar gibt es ein Kantenband. Das ist so ein Band, was auch denselben Effekt hat wie eine klassische Einlage. Die eine Seite hat wieder die Klebeseite und die andere Seite ist glatt. Und das verwendet man zum Beispiel, wenn man Kragenausschnitte macht oder Ärmelausschnitte. Weil dadurch, dass man in der Kurve zuschneidet, franzt der Stoff leicht aus. Und die Einlage verhindert das Ausfranzen und unterstützt die Form von dem Schnittteil oder dass es eben sich nicht weitet. Und dazu legt man auch sein Schnittteil zurecht. Und dann wieder die linke Stoffseite nach oben und hier auch wieder darauf achten, dass die klebende Seite auf den Stoff kommt. Und hier muss man jetzt bei einer Kurve manchmal ein bisschen einschneiden. Und je steiler die Kurve, desto mehr muss man einschneiden. Und dann lege ich das einfach so ein bisschen in Falten. Perfekt. Kommt auch die Bügeleinlage drauf. Und einmal pressen. Genau, und jetzt ist die Kurve verstärkt und es franzt hier einfach nicht aus und dehnt sich nicht aus. Dann gibt es zum Beispiel, wenn man einen Rockbund oder einen Hosenbund macht, da werden ja immer so bestimmte Maße, also gibt es oft so vorgefertigte Maße, und da gibt es hier ein Kantenband, was man perfekt an die Kante anlegen kann, wo nämlich dann auch hier die Naht dazwischen läuft. Und da schneidet man es auch wieder zurecht, je nach Länge. Dann kommt auch wieder die raue Seite auf die linke Seite vom Stoff. So rum. Und hier zum Beispiel, genau, kann man dann nämlich später für die Saumverarbeitung hier ganz entspannt in diesen freien Linien dann umbügeln und hat dann den perfekten Saum mit dem perfekten Maß. Und dann gibt es noch so Power Dots. Das sind schon so vorgefertigte runde Einlageteile, die sich super eignen für Druckknöpfe oder Ösen. Und die werden auch wieder, ne, sieht man hier mit dieser glatten Seite, auf die linke Stoffseite draufgelegt. Da eben positioniert, wo wir unsere Öse wollen oder den Druckknopf. Wichtig, immer ein Tuch drüber legen und wieder pressen. Und schon haben wir hier so einen perfekten Punkt, um die Öse reinzumachen, damit eben der Stoff die Belastung aushält, die dann auf durch den Druckknopf oder die Öse entsteht. Genau, und so gibt es eben verschiedene Einlagen. Wichtig ist einfach immer darauf zu achten, dass es passend zum Material ist, dass die Farbe passt und dass im richtigen Fadenlauf zugeschnitten wird und die klebende Seite auf die linke Stoffseite gesetzt wird.